Mein MyDrugs 2.0 wird die Art, wie Menschen online Drogen verkaufen, für immer verändern. Der offizielle Launch ist diesem Sonntag um Mitternacht. Allerdings würde ich wieder noch eine Expertenmeinung einholen. Du hast uns dein Wort gegeben. Also ich kenne niemanden, der die Serie nicht feiert. Als mein Bruder gehört hat, dass ich die Serie jetzt letzte Woche schon gucken durfte, der so, ich will sie auch unbedingt sehen. Und alle reagieren so. Ne? Wie ist es für dich? Also dein Bekanntheitsgrad ist ja auch gestiegen. Was macht das mit einem, mit dem Ego? Hast du Angst? Ist es geil? Es ist surreal, weil viel davon einfach so online stattfindet und es sich nicht so real anfühlt. Also auch als Netflix ihre Eigenwerbung gemacht hat mit so riesigen Posterwänden in Deutschland und unter anderem ein Motiv davon auch How to Sell Drugs war mit mir, wie ich am Computer sitze, und das waren so 10 mal 20 Meter Leinwände in Berlin an der Straße, und ich habe das aber auch nie live gesehen, sondern immer nur von Freunden geschickt bekommen auf Instagram oder WhatsApp, und es ist surreal immer noch, weil man es nicht so echt mitbekommt, weil es alles so viel online davon stattfindet. Und wenn man aber von Leuten auf der Straße angesprochen wird, ist es natürlich merkwürdig, oder man selber mit Freunden unterwegs ist und die das noch nie mitbekommen haben und plötzlich mitbekommen, wie ich die ganze Zeit angesprochen werde, und die sind so, hä? Die kennen dich ja wirklich alle. Und ich bin so, ja, ich weiß auch nicht. Also, Sorry, ist ein total schönes, ja, es ist ein total schönes Gefühl, aber ich glaube, also ich habe nicht das Gefühl, dass es mich bisher verändert hat oder so, sondern eher einfach nur so eine Sicherheit gegeben hat von dem, dass es schon gut war, immer dem zu folgen, was ich gedacht habe, was ich gut finde, und sich nicht zu verstellen, sondern mir treu zu bleiben. Apropos verstellen, Schauspiel. Du zeigst ja wirklich sehr, sehr viele Facetten, und ich musste wirklich teilweise so lachen und dachte auch so, krass, ich dachte immer, Schauspieler hätten so eine gewisse Eitelkeit. Also ohne, ne? Und die siehst du bei mir gar nicht. Also zumindest scheinst du sie manchmal total abzulegen, was ich halt super gut finde. Also da fallen mir Szenen ein, wo ich halt echt dachte, so, ich kann nicht mehr, ne? Wie viel Selbstironie muss man haben, weil ich meine, diese Witze werden ja von Drehbuchautoren geschrieben, und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, dann nochmal über den Regisseur zu den Schauspielern diesen Witz beizubehalten. Wie funktioniert das bei euch? Ja, also so mein Motto ist vor allem Mut zur Hässlichkeit, und das auch vor der Kamera einfach zu zeigen, weil das ist nun mal, du siehst einfach nicht immer Bombe aus, und ich sehe auch ganz viel so Pressefotos, die am Set gemacht werden, wo ich so bin, oh fuck, ich sehe wirklich blöd aus, und wieso müssen sie das jetzt überall als Werbematerial benutzen? Also so einen doofen Gesichtsausdruck, wie ich da mache, können die irgendwie ein schönes Still wenigstens dafür benutzen, und dann sieht man in der Serie, dass ich auch kacke aussehen kann. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dadurch gibt es auch einen hohen Identifikationswert irgendwie mit Moritz, vor allem auch, weil ich darauf scheiße, wie ich aussehe in dem Moment, und ich das auch liebe, weil man einfach dann viel freier sein kann, in jeglicher Art die Szenen zu spielen, weil man nicht darauf achtet, wie man gerade aussieht, sondern einfach nur sich fallen lassen kann in die Szene. Was halt witzig war, in der ersten Staffel wussten sie ja noch nicht, wer besetzt wird, da gab es ja die Drehbücher schon, und dann konnten die halt bei der zweiten und dritten Staffel halt direkt auf einen auch die Szenen schreiben, und ich habe das Gefühl, dass sie mich auch zum Teil ärgern wollten, die Drehbuchautoren, und einfach nur mir eins reinwürgen wollten oder necken wollten mit gewissen Szenen. Aber das ist auch schön, und ich liebe das, und ich mache mich sehr gerne auch über mich selber lustig. Deshalb ist das ein tolles Format für mich. Ja, also ich habe versucht, mir vorzustellen, ich habe auch mit anderen darüber gesprochen, ob man sich jemand anderen in dieser Hauptrolle vorstellen könnte. Und die Antwort ist nein, kann man nicht. Das bist du. Nun ist es aber jetzt auch so, also wir sind jetzt in der dritten Staffel, ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine vierte geben, vielleicht auch noch eine fünfte, sechste. Hat man vielleicht auch so die Angst, dass man irgendwann zu viel macht? Weil es gibt ja ein paar Schauspieler, wie zum Beispiel Josh Radnor, er ist für immer Ted Mosby von How I Met Your Mother. Hast du vielleicht die Sorge, dass du eventuell immer diese Figur bleibst? Du bist ja auch noch sehr jung. Ja,
Also ich hoffe gerade, dass ich einfach demnächst Projekte spielen darf, in denen ich was ganz anderes machen darf. Und zwischendrin, selbst wenn wir noch weitermachen werden, es Projekte geben wird, in denen ich was Neues anbieten darf. Und ich finde aber auch, dass es so spannend ist, dass wir bei How to Sell Drugs so unterschiedliche Sachen machen dürfen und nicht nur so auf einer Wellenlinie spielen, wie zum Beispiel ich das fand bei 13 Reasons Why, der Hauptdarsteller. Der ist dann nur noch so der Typ, der die Geschichte erzählt, aber der hat nicht so die wirklichen Szenen, die so viel erleben, sondern das sind dann eher die Nebendarsteller oder Mit-Hauptdarsteller, die dann die krassen Szenen haben. Und ich finde das so toll, dass das Publikum auch so ganz viel mit Moritz mitgeht und Moritz diese ganzen Szenen hat, wo es die ganze Zeit auf und ab geht und Achterbahn und ich so viele verschiedene Sachen machen darf. Und ich hoffe, dass dadurch auch Leute sehen, dass ein gewisses Potenzial für andere Sachen auch da ist. Ich werde jetzt auch Ende des Jahres eine Serie drehen, wo ich was ganz Actionreiches und anderes und Ernstes machen darf, was mich voll freut, dass sie mich daran gesehen haben in der Rolle. Und deshalb ist die Hoffnung da, dass ich nicht gebrandmarkt werde. Ja, wir haben auch viel darüber diskutiert und ich glaube, dadurch, dass du nämlich du bist total souverän und voll selbstbewusst in dieser Interviewsituation. Wenn du mit deinen Freunden bist, bist du halt irgendwie ganz klein und manchmal halt aber so groß, also großkotzig. Also du zeigst schon sehr viele Facetten. Ach, ich feiere dich total. Danke. Es gibt natürlich, wie bei vielen Produktionen, gibt es Szenen, die es nie in die finale Version geschafft haben. Gibt es eine, bei der du dir denkst, oh fuck, wäre die mal reingekommen? Habe ich mich voll drauf gefreut. Es gab in der ersten und zweiten Staffel was. Ich glaube, in der dritten Staffel ist tatsächlich alles reingekommen, was wir auch gedreht haben. Also jede einzelne Szene haben sie verwertet. In der ersten Staffel gab es eine Szene, wo ich sehr viel am Ende der Szene noch improvisiert habe, weil ich das Gefühl hatte, Moritz müsste da einmal komplett ausrasten zum ersten Mal, weil er in der ersten Staffel noch so sehr ruhig und süß war. Und es gab eine Szene in der Schulklasse, wo sie ein Gedicht, einen Vortrag über Frühlingserwachen halten und Moritz plötzlich, also ich bin dann plötzlich komplett ausgerastet und habe die Lehrerin angeschrien und wir haben über Meinungsfreiheit diskutiert und ich habe das so sehr gefühlt in dem Moment und dann dachte ich so, boah, das war bestimmt cool, ne? Und alle fanden das bestimmt total toll und dann habe ich die Serie gesehen und war so, wieso ist die Szene nicht drin? Die so, ja Max, das war echt übertrieben, das war total doof. Haben wir rausgeschickt, so, okay, schade. Neben Drogen und Morden und keine Ahnung, was alles noch da passiert in der Serie, geht es vor allen Dingen aber auch immer um Freundschaft. Ja. Du hast auch gerade von deiner besten Freundin erzählt. Wie weit würdest du gehen? Beziehungsweise würdest du für deine beste Freundin etwas Illegales tun? Oder hast du vielleicht tun? Ja, also ich glaube, wenn so eine ganz krasse Notsituation ist, also vielleicht mal eine Kleinigkeit stehlen oder so. Wenn es sein muss, ich meine, ich könnte es auch kaufen, aber wenn es unbedingt sein muss, dass ich das stehle und egal ist, ob ich das Geld dafür habe oder nicht. Ich glaube, es gibt so kleine Grauzonen, wo ich das okay finde, auch mal das Gesetz zu brechen. Aber im Grunde ist es natürlich immer gut, sich an das Gesetz zu halten. Okay, wir sind fast am Ende. Ohne zu spoilern, worauf können sich die Zuschauer freuen? Auf jede Menge Shots in jeglicher Art und Weise. Ob es zum Trinken, ob aus der Pistole, ob einfach nur bildgewaltig tolle Shots drin sind, auf Action, auf wieder ganz absurde, bescheuerte Situationen und jede Menge geschwollene Augen und laufende Nasen.